Ja, hallo. Willkommen bei mir im Kanal. Warum ich dieses Video mache und weitere Videos auch folgen werden, ist, dass ich euch erzählen möchte, was ich erlebt habe mit meiner Krankheit, und ich möchte euch durch meine Erkenntnisse davor bewahren, falschen Leuten zu glauben und eventuell nicht zu reagieren, weil das kann wirklich tödlich werden, wie ihr dann aus meiner Geschichte erleben würdet. Ja, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Ich habe fast 2 Jahre lang mehr oder weniger im Rollstuhl gesessen und davon etliche Wochen und Monate auch im Krankenhaus verbracht. Und das war nicht nur eine Krankheit, es war gleich ein Mix von mehreren Krankheiten. Los ging das für mich eigentlich mit Corona, hat aber überhaupt nichts mit Corona zu tun. Ich bin also nicht durch Corona infiziert worden und ich bin dann später auch geimpft worden. Ich bin kein Impfgegner. Ich habe auch nicht Probleme gehabt durch die Impfspritzen, sondern das Ganze ging eigentlich vorher schon los. Ich habe vorher Sport gemacht und das hat mir auch sehr gut bekommen. Ich hatte vorher schon immer Probleme gehabt mit dem rechten Bein. Ich hatte also Schmerzen im rechten Bein und oben im Oberschenkel, das war so, das hat richtig gezogen und das zog dann bis in den Rücken rein und auch nach oben hoch. Wenn ich dann gegangen bin, dann konnte ich teilweise 30 Minuten gehen und dann kriegte ich diese Schmerzen. Dann musste ich eine Pause machen und dann konnte ich wieder weitergehen. Wir haben uns also dann gezwungen, teilweise auch zu wandern, weil jegliche Bewegung eigentlich gut tut. Das konnte man eigentlich überall nachlesen. Und ja, das war eigentlich der Anfang der ganzen Geschichte. Später habe ich dann festgestellt, dass das aber immer noch nicht der Anfang war. Eigentlich hatte ich die Probleme schon gehabt um 2016. Da war ich auch schon zum Arzt gegangen und habe mich über diese stechenden Schmerzen beschwert. Und dann hatte ich auch Rückenschmerzen und dann hat man meinen Rücken geröntgt. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, das ist Asiatica, also übersetzt im Prinzip die sogenannte Schaufensterkrankheit, und hat mir dann ein paar Bewegungen gezeigt, die ich machen sollte mit den Beinen, die das dann entlasten sollen, und dann ist es in Ordnung. Und dabei blieb es dann. Dann hat man auch meinen Cholesterinspiegel geprüft, der war ein bisschen zu hoch. Dann hat man mein Herz untersucht. Ja, das läuft nicht so richtig, aber das ist alles kein Problem. So, und damit blieb es dann. Ja, so, ja, dann hatte ich, wie gesagt, über Sport eigentlich einen guten Erfolg gehabt, dass diese Schmerzen also seltener und weniger aufgetreten sind. Und ich habe dann eigentlich im Sportstudio, im Gym, natürlich schön Gas gegeben. Was eigentlich so, ja, ich sag mal so zwischen 1 und 2 Stunden habe ich dann Sport gemacht. Dann habe ich anschließend den Saunabereich genutzt und habe mich so richtig schön entspannt. Das muss ja auch dann sein, ne? Ja, und dann nach dem Sport geduscht. Und so habe ich das ein paar Jahre gemacht. Dann sind wir auch noch umgezogen. Und in diesem neuen Sportstudio, das war also fantastisch gewesen alles. Auf jeden Fall sitze ich da und will mich umziehen und
kriege einen fürchterlichen, stechenden Schmerz. Und ich kriegte also danach auch keine Luft mehr. Und dann dachte ich eigentlich, das wäre das Herz, aber das Herz konnte es eigentlich nicht sein. Es zog auch nach rechts rüber. Es war im Prinzip die gesamte Schulter. Und keiner hat mich gefragt, was ich denn habe. Und ich saß da und die Leute gingen und ich saß dann alleine da. Ja, und so nach einer Viertelstunde, halben Stunde hatte ich mich dann berappelt und bin dann auch gegangen und konnte mich auch normal bewegen, aber hatte halt diesen Schmerz, der dann immer weiter nachließ. Ja, aber das war eben nur an einem Tag und es ging dann eigentlich am nächsten Tag schon ganz wieder alles seinen normalen Gang. Ja, und dann kam Corona. Und in der Zeit, wo Corona da war dann das Rausgehen nicht mehr erlaubt. Man war mehr oder weniger auf die Wohnung gefesselt. Und dann wurden meine Schmerzen immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann sagte ich, also wenn ich nicht bald raus kann, ich werde verrückt. Wenn ich keinen Sport mache, macht mich das eigentlich nur noch kränker. Aber im Prinzip war ich eigentlich schon krank und wusste es nur nicht. Ja, und ich habe mich natürlich auch in YouTube dann informiert, was kann man denn machen und wo kommt der Schmerz her. Und als so eine Corona-Pause dann da war nach dem Sommer, das muss 2020 gewesen sein, also als dann es auch wieder möglich war, Ärzte zu besuchen, weil das war ja in der Corona-Zeit in der ersten Welle überhaupt nicht erlaubt, außer wenn man jetzt einen wirklichen Corona-Fall hatte, quasi, sich zu irgendeinem Arzt zu bewegen. Also es war wirklich sehr problematisch. Und man hatte natürlich auch Angst gehabt, dass man sich womöglich selbst infiziert. Also man hat das Haus nach Möglichkeit auch nicht verlassen hier in Spanien. So, und dann bin ich noch zum Arzt gegangen. Und der Arzt hat dann gesagt, ja, da müssen wir nochmal röntgen. Und dann wurde geröntgt. Und dann wurde auch Blutentnahme gemacht. Ja, und dann hat man festgestellt, dass ich eigentlich irgendwie einen Blutwert, der ziemlich niedrig war, Hämoglobin müsste das gewesen sein. Ich müsste jetzt also wirklich nachgucken. Auf jeden Fall war mein Eisengehalt ziemlich niedrig und ich litt quasi auch unter einer Anämie. So, und dann meinte man, es könnte eventuell von der Schilddrüse kommen. Ich hatte ja so schon ein bisschen immer Probleme gehabt mit den Hämorrhoiden und das ist dann in der Zeit, wo Corona war, dann auch noch wieder fürchterlicher geworden. Und dann natürlich auch Blutverlust gehabt. Und ja, wo kommt das dann eigentlich her? Das stellte sich natürlich die Frage und dann wurde erstmal dann ein Termin gemacht, um jetzt zum Beispiel meine Schilddrüse zu untersuchen. Ja, die hat sich eigentlich nicht verändert über die Jahre. Ich hatte früher mal eine Schilddrüsenkrankheit gehabt und die ist dann mit Hormonen behandelt worden. Und danach war das dann irgendwann, als ich so 30 war, dann ausgeheilt. Und dann hatte ich erstmal 30 Jahre Ruhe. Ne? Man darf ja nicht vergessen, ich bin 59. Gut, aber ja, wo kommt das Ganze her und warum ist das so und so weiter, das wusste man alles nicht. Und dann hat jetzt die Blutwerte sich angeschaut und dann hat man erstmal versucht mit Hormontabletten und dann mit Eisentabletten, aber der Eisenspiegel, der ist nicht definitiv weit nach oben gegangen und meine Anämie, die blieb erhalten. Die wurde eigentlich immer schlimmer. Und meine Schmerzen, die ich im Rücken hatte, die wurden auch schlimmer und meine Schmerzen im Bein, die wurden auch schlimmer.
So, das war so 2020 war das, ja. Der ganze Herbst durch, der Winter durch. Dann kam das Frühjahr und dann bin ich inzwischen schon so schlecht gegangen, dass ich wirklich einen Krückstock brauchte und am liebsten Hilfe, dass man mich also am Arm genommen hat. Ich bin dann mit dem Auto, konnte ich problemlos fahren, also Gasbremse, das funktionierte alles noch wunderbar. Ja, und dann bin ich irgendwann wieder zum Arzt gefahren. Das muss so Januar gewesen sein, 2021. Und wie gesagt, die Eisenwerte sind so niedrig, Sie müssen sofort ins Krankenhaus, weil jetzt besteht schon die Gefahr, dass Sie, wenn Sie jetzt nicht eine Blutkonserve bekommen, dass Sie relativ schnell sterben können daran. So, bin ich ins Krankenhaus und habe dann erstmal Blutkonserven gekriegt. Das war nicht problematisch, das ging so, ein paar Stunden habe ich da gesessen und dann ging es mir auch wieder fantastisch gut und ich konnte das Krankenhaus wieder verlassen und meine Rückenschmerzen waren für ein paar Tage komplett weg. Beinschmerzen, Rückenschmerzen, also ich war fast wie ein ausgewechselter Mensch. Aber es nahm auch wieder zu. Und ja, dann sind weitere Untersuchungen angeleiert worden, aber alles sehr, sehr zähflüssig. Es ging und ging nicht voran. Nun muss man dazu sagen, ich war hier in Spanien privat versichert. Und die Privatversicherung, die hat keine so guten Leistungen wie die gesetzliche Krankenversicherung hier in Spanien. Also wer also aus Deutschland kommt und eine Privatkrankenversicherung kennt, der sollte nicht glauben, dass er hier in Spanien mit einer Privatkrankenversicherung gut abgedeckt ist. Das ist ein ganz großer Irrtum. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass also das Krankenhaus keine Termine hatte für die speziellen Untersuchungen, immer so mit 2, 3, 4 Monate warten. Dann stellten sie fest, dass sie gar nicht zuständig sind für das Problem. Da hätte ich in eine ganz andere Abteilung gemusst. Auf jeden Fall zog sich das alles hin und ich weiß nicht, also das ging ja auch schon im Herbst 2020 los bis 2021 auf jeden Fall. Bin ich dann in einen Tag im Februar zum Arzt, habe mein Auto verlassen und hatte genau auf der anderen Seite geparkt vom Eingang vom Arzt und bin dann fürchterlich hingefallen auf der Straße. Heute geholfen, wieder aufzustehen und mir geholfen auf die andere Seite und dann eigentlich wollte ich dann einen Kaffee trinken gehen, weil ich einen Termin hatte beim Arzt in ungefähr einer halben Stunde und beim Arzt das aber nicht erwünscht war, da also vorher im Wartezimmer die ganze Zeit zu warten. Von der Seite habe ich gesagt, ja gut, dann trinke ich erstmal einen Kaffee. Aber da ich jetzt nun gefallen bin, stand ich nun auf der anderen Seite. Die Leute waren inzwischen wieder weg. Die hatten mich ja vorher gefragt, ob es dann soweit alles in Ordnung ist. Ich habe dann auch erstmal gesagt, ja, es war für mich ja auch erstmal alles in Ordnung. Ich hatte ja wieder Halt, dass ich mich an der Wand festhalten konnte. So, dann habe ich nachgedacht, jetzt einen Kaffee trinken. Und dann da hinten zum Café, also das ist ein bisschen weit und dann falle ich womöglich nochmal wieder. Am besten, ich gehe wieder ins Auto zurück. Und platsch lag ich ein zweites Mal auf der Straße. Gut, dann haben mir die Leute erst einmal ins Auto reingeholfen. Bremse, Gas hätte ich immer noch geben können. Aber ich konnte nicht mehr alleine quasi gehen. Und dann dann haben die Leute gefragt, ja, wer ist denn Ihr Arzt und so weiter. Und dann hat man den Arzt runtergeholt und der hat dann zu mir gesagt, ja, fahren Sie das letzte Mal nach Hause und Sie können jetzt nicht mehr mit dem Auto fahren, das geht nicht. Sie müssen mit dem Partner kommen oder wie auch immer.
aber sie können nicht mit dem Auto fahren. Ja, ich war dann auch nochmal zum Krankenhaus hin. Die Krankenkasse wollte den Krankentransport nicht bezahlen. Solange also man keine Einweisung bekommt ins Krankenhaus, würden die Krankenfahrten nicht bezahlt werden. So, und es ging bei mir jetzt eigentlich erst einmal darum, dass ich diese Hämorrhoidengeschichte geregelt bekomme. Man hatte nun inzwischen festgestellt, dass das im 3. Grad ist. 4 Grade gibt es, also die ist schon der 3. Grad, da sollte man das möglichst machen, damit es auch mal in Ordnung kommt. So, und ja, das im 3. Grad. Und da sollte ich eigentlich Termine bekommen. Und dann ging es darum, dass die Krankenkasse die Zustimmung gibt. Und die Zustimmung kam dann nicht. Und dann sollte ich alte Papiere einreichen. Das war der Krankenkasse immer noch nicht genug. Da sollte ich weitere Papiere einreichen. Das war der Krankenkasse immer noch nicht genug. Irgendwann, das zog sich dann auch über mehrere Wochen hin und nichts ging vorwärts. Und ich glaube, das war im Juni, da kriegte ich dann von der Krankenkasse ein Schreiben, dass sie mich aus der Krankenkasse geschmissen haben. So, und dann war erstmal alles aus. Und was konnte ich nun machen? Jetzt stand ich ohne Krankenkasse, ohne Krankenkassenabdeckung, ohne Schutz, ohne alles da. Ich war fertig mit den Nerven, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wer also Interesse hat, mehr zu erfahren, wie es dann weitergeht, schaut euch auch mein nächstes Video an. Ich erzähle euch, wie es weitergeht, was ich durchgemacht habe, im Krankenhaus dann später. Ja, es geht ja irgendwo immer weiter. Aber wie es dann genau weitergegangen ist und wie es mir heute geht, ja, und ich muss euch sagen, also, wenn ich nicht die Hilfe gehabt hätte von einer Person, dann würde ich heute nicht mehr leben. Also, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.